Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Zeichen und Hinweise von der geistigen Welt. Wie erkenne ich sie? Wann bilde ich sie mir vielleicht eher ein? Und was kann ich tun, damit ich sie öfter bekomme oder dass ich sie besser erkennen kann? Als Inspiration zu diesem Video dienen mir wie immer Erfahrungen oder Erlebnisse aus meiner Praxis bzw. Anfragen, die ich so bekomme. Ich lese euch eine mal vor. In den letzten Wochen sind mir viele Missgeschicke passiert. Ich bin gegen den Türstock gelaufen, habe mir eine Woche später an der Stiege die Zehe angeschlagen und ein paar Tage darauf bin ich umgeknickt. Was will mir die geistige Welt damit sagen? Wenn ich so eine Anfrage bekomme, komme ich dann schon ein bisschen ins Grübeln. Wie sage ich das jetzt höflich? Die geistige Welt kann nichts dafür, wenn du ungeschickt bist. Damit meine ich, es hat sehr wohl seine Gründe, warum uns solche Dinge zum Beispiel widerfahren, aber die haben nicht unbedingt mit der geistigen Welt zu tun, sondern vielmehr mit unserer Energie. Wenn wir zum Beispiel gestresst sind, wenn wir nicht ganz bei uns sind, dann spüren wir natürlich unseren Körper viel weniger und dann kann es uns viel leichter passieren, dass wir uns eben irgendwo anhauen. Das heißt, nicht alles, was uns so widerfährt, ist dann ein Zeichen der geistigen Welt, sondern es sind einfach auch universelle Gesetze am Werk. Damit meine ich das Gesetz der Anziehung, auch das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das, was wir tun und welche Energie wir ausstrahlen, hat nun mal unweigerlich Einfluss darauf, was wir so in unser Leben ziehen. Also nicht alles von den Dingen, die uns dann im Außen passieren, ist gleich ein Zeichen von der geistigen Welt. Denn wir haben die Verantwortung dafür, was wir tun und auch dafür, was wir entscheiden. Was manchmal passiert, ist, dass wir etwas als Zeichen deuten, was nicht immer unbedingt ein Zeichen von der geistigen Welt ist, sondern wir wünschen uns so sehr eine Bestätigung oder eine Rechtfertigung unserer Entscheidung, dass wir gern etwas ein bisschen uminterpretieren. Also zum Beispiel, ich wollte heute unbedingt Sport machen, aber dann hat es geregnet. Ich glaube, das war ein Zeichen der geistigen Welt. Ich soll auf der Couch chillen. Das ist so ein Beispiel dafür, wo wir dann etwas, was im Außen passiert, ein bisschen umdeuten, damit wir uns leichter mit unserer Entscheidung tun. Es ist natürlich nichts dabei, wenn man keinen Sport machen will, dann will man halt eben nicht. Dann sollten wir aber diese Verantwortung für die Entscheidung auch auf uns nehmen. Manchmal ist es so, dass wir gerne die Verantwortung für Entscheidungen ein bisschen abgeben. Zum Beispiel, ich würde gern umziehen. Wenn ich ein schönes Haus finde, dann werde ich das tun. Das ist auch so etwas, also nur ein Beispiel jetzt mit einem Haus, aber mit vielen anderen Entscheidungen oder Dingen ist es ähnlich, dass wir dann die Verantwortung ein bisschen ins Außen schieben. Wenn ich das Haus finde, werde ich das tun. In Wirklichkeit sollten wir selbst den Entschluss fassen, ich will umziehen und auch rausschicken und ich werde ein schönes Haus finden. Dann hat das alles einen Fokus. Unser geistiges Team, auch das Universum, die wissen alle, was zu tun ist. Und wir sind aber trotzdem der Motor hinter all diesen Handlungen, beziehungsweise hinter dem Geschehen. Da ist es mir also wichtig, dass man ein bisschen unterscheidet, ist etwas wirklich ein Zeichen oder suche ich gerade eine Ausrede, weil ich eigentlich im Bett bleiben möchte. Was auch manchmal passiert bei den Zeichen ist, dass Menschen manchmal so gerne eins haben wollen, beziehungsweise so gern davon erzählen wollen, dass sie es ein bisschen übertreiben. Also manchmal gibt es Menschen, die warten von 11:05 Uhr am Handy, bis es 11:11 Uhr ist, um das dann als Zeichen zu deuten. Das ist schon ein Zeichen, aber einfach für etwas anderes, also nicht unbedingt ein Zeichen von der geistigen Welt. Ich habe mir 3 Kriterien überlegt, wie man Zeichen von der geistigen Welt einordnen kann, beziehungsweise als solche erkennen kann. Das sind natürlich nur meine Kriterien, aber ich fahre mit denen ganz gut und ich möchte sie euch heute vorstellen. Das erste Kriterium auf meiner Liste, ich habe hier einen kleinen digitalen Schummelzettel, nicht ausgedruckt, total nachhaltig, also der Strom, naja, wie auch immer. Zeichen, also das erste Kriterium ist, ein Zeichen aus der geistigen Welt ist meistens unerwartet. Auch wenn wir es erwarten, kommt es trotzdem auf irgendeine Art und Weise überraschend.
Damit meine ich, der Zeitpunkt kann ein bisschen seltsam sein. Die Art und Weise kann ein bisschen seltsam sein. Das heißt, es ist irgendwie ein bestimmter Überraschungseffekt. Wir sind ein bisschen verblüfft, obwohl wir es wussten, dass vielleicht eins kommt, obwohl wir uns eins gewünscht haben, sind wir dann doch ein bisschen erstaunt. Das zweite Kriterium ist, diese Zeichen sind immer positiv. Sie haben etwas Positives an sich. Ein Verstorbener oder ein Geistführer würde nie etwas tun, um uns zu erschrecken. Das heißt, wenn wir vor bestimmten Zeichen Angst hätten, werden wir diese Art der Zeichen auch nicht bekommen. Das heißt, ein Zeichen ist immer positiv, auch in dem Sinn, dass es die Energie hebt. Es hat eben dieses Verblüffende, dieses Positive, es hat was Bestärkendes und oft, und das wäre schon das dritte, hat es eben eine Art Erkenntnis mit sich. Entweder wir sehen etwas in einem anderen Licht, wir bekommen eine bestimmte Bestätigung oder auch einfach einen Hinweis, der uns wirklich vor Augen führt, was wir gerade tun oder in welcher Situation wir gerade sind, dass wir etwas erkennen, was wir vielleicht schon längst hätten erkennen sollen. Also es kommt manchmal auch etwas Humorvolles oder etwas für uns so Verblüffendes, dass wir es dann wirklich endlich begreifen. Was können solche Zeichen sein? Also eins der Merkmale ist die Synchronizität. Nicht nur, wenn Dinge gleichzeitig laufen, aber wenn in einer relativ kurzen Zeitspanne gehäuft Dinge passieren. Also es können nicht nur Ereignisse sein, die irgendwie auffallend ähnlich sind oder Menschen, die wir treffen, die uns etwas ganz Ähnliches sagen. Es können aber einfach Redewendungen sein. Es können Bilder sein, es können Lieder sein oder einfach ein bisschen ungewöhnliche Themen, die auf uns von verschiedenen Seiten zukommen, aber auch Gegenstände. Also da habe ich eine schöne Geschichte von Orangen. Das war so, eine Mutter und eine Tochter hatten sich ausgemacht, dass wenn die Mutter stirbt, wird sie der Tochter eine Botschaft übermitteln bei einem Medium. Und das Codewort bzw. der Codegegenstand, den sie dem Medium dann übermitteln wird, wird eine Orange sein. Das sollte der Tochter dann sagen, ich bin gut angekommen, es ist alles gut. Was in dem Fall passiert ist, noch ganz ohne Medium, also dieser Besuch war dann eigentlich gar nicht mehr notwendig, ist, dass diese Tochter, nachdem die Mutter verstorben war, dann von 3 verschiedenen Personen innerhalb von 2 Tagen Orangen geschenkt bekommen hat. Das war nicht nur ungewöhnlich, dass diese Personen ihr diese Orangen überhaupt schenken, also das war nicht so, dass das irgendeine Tradition gewesen wäre unter diesen Personen. Also nicht nur das, aber auch, dass das innerhalb von 2 Tagen passiert ist. Also das war für die Frau dann sehr, sehr eindeutig, dass ihre Mutter ihr damit eine Botschaft übermitteln will. Es war nämlich so, dass diese Personen, die das mitgebracht haben, alle irgendwie eine komische Eingebung hatten beim Einkaufen. Ich kaufe Orangen, die bringe ich XY mit. Und das war natürlich sehr berührend. Also bei der dritten Person, die mit den Orangen angetanzt ist, kamen der Frau natürlich die Tränen. Die Person hat sich natürlich etwas gewundert, warum oder wieso ist dieses Geschenk so berührend. Das hat sich dann schon aufgeklärt. Aber man hat natürlich gesehen, wie stark diese Möglichkeit der geistigen Welt sein kann, andere Menschen, uns nahestehende Menschen ein bisschen zu beeinflussen mit etwas scheinbar Alltäglichem, was dann aber eine so große Bedeutung haben kann. Damit kommen wir auch schon zu bedeutungsvollen Gegenständen. Also nicht nur, dass das innerhalb von 2 Tagen passiert ist, aber dass allein dieser Gegenstand, also diese Orange hatte eine besondere Bedeutung. Und so kann es uns passieren, dass wir dann Gegenstände geschenkt bekommen oder Gegenstände irgendwie den Weg zu uns finden, die für uns aber eine tiefere Bedeutung haben. Also als die Person sich überhaupt denken könnte, die uns den gibt. Und das kann sehr wohl auch so ein Zeichen der geistigen Welt sein, dass sie es schafft, dann gerade Personen, die uns nahestehen oder die sehr offen für die geistige Welt sind, ein bisschen dahingehend zu schubsen, ihnen die Inspiration zu geben, den Gegenstand könntest du dieser Person mal mitnehmen. Ein weiterer Punkt ist das ungewöhnliche Verhalten von Insekten oder Tieren. Vor allem fliegende Insekten oder Tiere können das sein. Sind Insekten Tiere? Unwissen gezeigt auf YouTube. Jedenfalls fliegende Viecher scheint die geistige Welt besser beeinflussen zu können. Und da geht es einfach darum, dass dieses
nicht einfach, wenn eine Wespe vorbeifliegt oder euch ins Bier fliegt beim Grillen, sondern dass sich diese Insekten dann zum Beispiel irgendwie ungewöhnlich verhalten. Da habe ich einen kleinen Einspieler für euch. Da war ich wandern im Sommer und bei einer Pause ist ein Schmetterling hergekommen, der sich für mein Empfinden definitiv ungewöhnlich verhalten hat. Wie ist das möglich? Ja. Hast du ihn? Ich hatte in dem Fall auch kein Schmetterlingsfutter dabei. Ich weiß auch gar nicht, was Schmetterlinge so essen. Das heißt, wenn sich ein Insekt einfach ganz anders verhält, als wir sonst gewohnt sind, wenn es ein bisschen näher kommt oder wenn es uns immer wieder irgendwie anfliegt. Also Nina Herzberg, das ist ein recht bekanntes deutsches Medium, die schreibt in ihrem Buch, dass nach dem Tod ihres Vaters eine Libelle sie fast schon gestalkt hat, also richtig verfolgt hat. Wenn es ein Zeichen der geistigen Welt ist, dann verhalten sich diese Insekten einfach ungewöhnlich. Also wenn ihr ein Picknick macht und es kommen lauter Ameisen, dann sind das nicht eure Geistführer, sondern einfach hungrige Ameisen. Wenn aber diese Ameisen irgendeine bestimmte Formation machen würden oder wenn etwas ganz Seltsames passiert, dann kann es sehr wohl ein Zeichen sein. Nicht nur Insekten, eben wie schon angedeutet, auch Vögel können sehr häufig Übermittler von Botschaften bzw. von Zeichen sein. Daher habe ich auch eine persönliche Geschichte dazu. Das war zu einer Zeit, da war ich noch kein Medium, also hätte mir damals jemand gesagt, dass ich mal als Medium arbeiten würde, den hätte ich für verrückt gehalten. Astronautin auch noch, was sonst noch. Da ist ein Freund von mir verstorben und da ist mir dann passiert, dass mitten im 8. Bezirk in Wien auf meinem Auto, also es war nicht wirklich mein Auto, sondern das von meiner Mama, aber ich sage jetzt mein Auto für die Geschichte. Also auf meinem Auto saß dann an Dienstagen sehr oft ein Rabe am Autodach, wenn ich in der Früh zum Auto gegangen bin. Das ist mir damals noch total nicht medium-like schon aufgefallen, dass es sehr ungewöhnlich ist. Erstens, wenn man selten Raben auf Autodächern sieht und weil das eben sehr, sehr oft an einem Dienstag passiert ist. Und an einem Dienstag ist dieser besagte Freund auch verstorben. Der Vater dieses Freundes hat mir noch später erzählt, dass beim Begräbnis auch sehr viele Vögel anwesend waren und in einer irgendwie ungewöhnlichen Formation herumgeflogen sind, was für ihn damals auch als Zeichen gedeutet wurde. Was habe ich noch auf meiner Liste? Genau, elektronische Geräte oder generell Elektrizität. Die geistige Welt tut sich relativ leicht, elektronische Geräte ein bisschen zu beeinflussen oder das Licht flackern zu lassen. Was mir auch passiert ist, ist zum Beispiel ein Kampf mit dem Wasserkocher, nicht wirklich ein Kampf, aber ich habe immer wieder von unserem Wasserkocher einen Stromschlag bekommen. Zuerst dachte ich einfach, der Wasserkocher ist kaputt, habe mich auch beschwert bei der Firma, weil der war wirklich nicht billig. Und er hat mir wirklich recht starke Stromschläge verpasst. Dann ist mir allerdings aufgefallen, dass das nur mir passiert, also niemanden in der Familie sonst. Auch die Sicherungen sind nicht rausgeflogen, was in dem Fall ein bisschen ungewöhnlich ist. Bis ich dann drauf gekommen bin, warum diese Stromschläge passieren und wann. Als ich dann die Erkenntnis hatte, also als ich die Message dann verstanden hatte, hat das auch von einem Tag auf den anderen aufgehört. Ich habe also dem Kundendienst dieser Firma dann geschrieben, die Sache hat sich erledigt, tut mir leid, alles gut. Wir haben wir dann nicht mehr zurückgeschrieben. Warum auch immer. Jedenfalls, elektronische Geräte können ein sehr gutes Medium sein. Das kann das Handy sein, das kann beim Laptop etwas sein. Also auch manchmal, wenn sich zu bestimmten Stellen oder bei bestimmten Liedern, bei bestimmten Tätigkeiten ein Gerät aufhängt, kann das sehr wohl nicht nur einfach eine Macke vom Gerät sein, aber wenn es ein bedeutungsvoller Zeitpunkt ist oder eine bedeutungsvolle Tätigkeit ist, die ihr gerade tut, dann kann es sehr wohl ein Zeichen von einem Verstorbenen sein oder eben von einem geistigen Team. Das waren jetzt mal so die
häufigsten Zeichen, sage ich mal. Es gibt natürlich noch andere, die auf dieser Liste Platz finden könnten, wie zum Beispiel Klopfgeräusche oder bestimmte Geräusche, dass ein Reh besucht, also nicht unbedingt ein fliegendes Reh, es kann einfach ein ganz normales Standgehreh sein, aber auch Münzen. Das ist mir zwar noch nie passiert, leider, sonst wäre ich schon reicher, aber dass zum Beispiel im Schuh immer wieder eine bestimmte Münze auftaucht, wo man eigentlich nicht wirklich eine Erklärung hat, wie die da hingekommen ist. Also die Liste der Möglichkeiten ist dann noch recht lang. Was die alle eben gemeinsam haben, ist, dass sie irgendwie verblüffend sind, also unerwartet, dass sie positiv, dass sie bestärkend sind und dass sie oft eine Art Bestätigung oder eine Erkenntnis mit sich bringen. Jetzt ist die Batterie kurz aus gewesen. So, ein Zeichen, dass es schon spät ist. Also, womit wollte ich noch weitermachen? Was kann ich tun, wenn ich mehr Zeichen haben will? Da ist es natürlich so, je offener wir dafür sind, beziehungsweise je mehr Vertrauen wir haben in unser geistiges Team, in die geistige Welt, desto leichter kann sie uns auch Zeichen schicken. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass die geistige Welt schon auch in einem gewissen Grad energieeffizient ist. Also sie wird nicht Energie dafür verschwenden, wenn jemand sowieso ganz verschlossen ist, also in seltenen Fällen. Ein Verstorbener könnte das noch immer versuchen, weil er einfach sehr, sehr gerne Kontakt aufnehmen mag und da sehr viel Energie dahinter schieben würde. Unsere geistigen Führer eher nicht, weil die warten einfach ein bisschen ab, bis wir so weit sind. Das heißt, je offener ihr seid, je mehr Vertrauen ihr in euer geistiges Team habt, desto leichter fällt es denen, euch überhaupt Zeichen zu schicken. Natürlich ist es so, dass sie manchmal 20 Zeichen schicken und wir nur 3 verstehen oder nur 3 empfangen können. Aber wenn es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass wir eins von diesen 20 sehen, dann machen sie das natürlich viel öfter. Das heißt, eure Offenheit kann da sehr viel bewirken, aber auch generell eure Energie. Damit meine ich auch eine Art Energiespeicher für die geistige Welt. Wenn ihr zum Beispiel öfter einfach an die geistige Welt denkt, ohne gleich ein Anliegen zu haben, also ohne gleich etwas zu wollen oder nur in der Krise, wenn ihr in Meditationen euch einfach mit eurem geistigen Team verbindet, es einfach einlädt, dass es zum Beispiel ein bisschen näher kommen kann. Ihr könnt es dann auch ein bisschen wieder wegschicken, also soll mal herkommen, dann wieder weg, dann herkommen, weg. Denen geht das nicht auf die Nerven. Nein, die mögen dieses Zusammenspiel sogar, weil ihr dadurch lernen könnt, okay, wie fühlt es sich an, wenn die nah sind und wie fühlt es sich an, wenn sie wieder weiter weg sind, dass ihr einfach ein Gespür füreinander bekommt. Je besser dieses Gespür ist und je besser diese Verbindung ist, desto leichter tut ihr euch einfach in dieser Zusammenarbeit. Und wenn man dann öfter an sie denkt, baut sich wie eine Art Energiespeicher auf, das lädt die Batterien auf, weil die geistige Welt, die braucht einfach ein bisschen Energie, um uns Zeichen schicken zu können. Und da ist es gut, sich wie sozusagen wie auf einem Sparbuch, nur halt auf einem sehr vertrauenswürdigen Sparbuch, etwas anzusammeln, weil dann im Fall des Falles die geistige Welt euch viel leichter erreichen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, freue mich auf eure Berichte zu Zeichen oder eure Erlebnisse. Ich wünsche euch alles Gute und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.